Guten Tag, Marvin. Schick hast du dich gemacht für den Livestream. Ja, super. Hi, ich bin Nico, 30 Jahre aus Berlin und einer der Inhaber von den Autolackaffen. Beschäftige mich mit der Autopflege schon mittlerweile seit über 10 Jahren. Wie der eine oder andere sicher weiß, auch professionell und auch auf YouTube. Neben der Autopflege sind meine Hobbys allgemein die Fahrzeuge. Beschäftige mich gerne mit Kaffee und, neuestes Hobby gerade für mich entdeckt, das Thema Uhren. Paul kenne ich jetzt auch schon ein paar Jahre, der begleitet uns ja auch auf YouTube und ist auch räumlich relativ in der Nähe. Ich kenne seine Stärken und Schwächen ziemlich genau und deswegen glaube ich, dass ich heute gewinnen werde. Mein Privatleben ist eine super Balance zu meinem Job, den ich auch sehr liebe. Privat habe ich eine Frau, bin verheiratet und 2 wundervolle Kinder, mit denen ich auch viel Zeit verbringe. Komme gerade aus dem Urlaub und bin deswegen kräftegestärkt und bereit für das Game. Paul, ich weiß, du bist mit allen Wassern gewaschen, aber heute werde ich dich nass machen. Du wirst verlieren. Oh! Ich dachte, ich kann gleich mal ein Zeichen setzen, welches Logo hier heute auf der Siegerplakette steht. Und deswegen würde ich sagen, ich bin bereit. Wir gucken uns jetzt den nächsten Matz an, nämlich vom guten Paul. Paul Zarte, 18 Jahre, 31 Jahre alt, hier in Werder ansässig mit der Firma Bart's Performance. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal eine Runde mit. PS-starke Dinge sind genau mein Ding. Allerdings sind bei uns alle Pferdestärken herzlich willkommen. Kratzer im Lack, überhaupt kein Thema. Bei uns werden Lackdefekte besonders gründlich entfernt. Mir wird nachgesagt, ich wäre der Innenraumkönig, doch alle Skills verrate ich euch nicht. Spaß beiseite. Oberste Priorität hat natürlich bei uns Genauigkeit und das könnt ihr auch auf dem Bart's Performance YouTube-Kanal verfolgen. Bei der ganzen Arbeit bleibt für Hobbys allerdings wenig Zeit. Das Feierabendbierchen, das lasse ich mir allerdings nicht nehmen. Damit das nicht ansetzt, gehe ich dann doch schon ab und zu mal zum Sport. Und das ist meine kleine Familie, meine wundervolle Frau, die mich bei jedem Blödsinn unterstützt und meine 2 kleinen Quälgeister. Und Nico, ich sag dir eins, heute macht sich nur einer von uns beiden zum Affen. Sag mal was. Ui, ja, zeig das mal bitte gerne in die Kamera. Ja, also ich kann so viel versprechen. Es wird hier heute wirklich heiß hergehen. Ich denke, Paul, verrate du mir auch nochmal, hast du dich vorbereitet? Wie hast du dich vorbereitet? Ja, ich sag mal, mein Bierchen eigentlich schon drin, mein Feierabendbierchen. Aber Nikos Motto war eigentlich schwach anfangen, stark. Ja, man merkt, beim Paul ist wahrscheinlich schon das 3. Bier-Intro. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir starten mit dem ersten Spiel und zwar den Menzerner Motorhaubensprint. Also, die Kandidaten spielen 3 Runden, A3 Versuche und haben jeweils 1 Minute Zeit, um die Motorhaube auf eine bestimmte Temperatur zu polieren. Ratet mal, welche Temperatur? 80. 85 Grad. 85 Ja, Grad. auf 85 Grad. Diesmal Das ist 85 heiß. Grad ist schon, Das ist heiß. das ist knackig heiß, das Vermute ist mal, wirklich... Pet, Das verabschiedet sich. qualmt. Ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde ich mal sagen. Das war ein bisschen Ja, zu viel. hier ist jetzt ein Hagelschaden. Das Pet ist schon wieder kalt, ne? Das ist krass. Ja, also 134,6 waren es. Ne? Das ist eine Herdplatte, Mann. Ja, hoffentlich hat das die BG Hat nicht jemand gesehen. euren Spiegelei hier vom Team? Oder? Gut. Nochmal einmal den Notar fragen. Der hat Urlaub, ja. Das ist krass. Da muss es irgendjemand anders entscheiden. Und du hast mich auch ein bisschen vollgekleckert. Und dich auch. Ja, Paul hat sie in Sicherheit gebracht. Lass mich heute noch nicht anspritzen. Ja. Das Schwatter, das war heiß. Na, versuchen wir's. Wir kommen zum zweiten Spiel. Das zweite Spiel dreht sich um die Kochchemie Gefühlsprobe.
Gefühlsecht. Moment, Brillen hier vorne. Können wir riechen? Alles, was du musst, nein, nicht riechen, du darfst nur fühlen. Es ist die Gefühlsprobe, nicht die Geruchsprobe. Verdammt. Ach du Scheiße, ist das dunkel. Ui. Funktioniert? Ja. Nico, ich gebe dir jetzt irgendeine Politur auf den Finger Ja. und du musst sie danach ordnen. Nicht. Das ist keine Politur gewesen, das ist... Ich habe mich schon gewundert. Was war das? Will ich das wissen? Medium. Möchtest du nicht wissen? Okay, ich gehe wieder tauchen. Uiuiuiui. Alles abgeräumt. Ja, das- Blindheit, ne? Das sind die 3 Pilz, die schon intus sind. Ne? Wir kommen zum dritten Spiel, nämlich dem großen Deacon-Quiz. Multiple-Choice-Fragen, also ähnlich wie Wer wird Millionär, der die Antwort als allererstes weiß, drückt den Buzzer. Deswegen, wir machen noch einmal kurz einen Buzzer-Test. Ich mache den Buzzer-Test mal für den Paul. Ja. Was wird oft als Streichzart beworben? Die Geige, die Tapete, die Butter oder Maus Popo? Wer war zuerst? Ja, das war Paul. Die Geige Nein, aber nein. über muss Popo. Moment. Ich hab ja gleich auf die Ohren. Nico war zuerst. Was? Entschuldigung, Nico war zuerst. Dann natürlich Moos Popo. Nein, sehe die Butter. Bitte zählen. Also, ich habe jetzt gerade von der Regie gehört, wir müssen leider Maus Popo einloggen. Nein, das war ein kleiner Spaß. Also C, Butter. Nein, ich höre tatsächlich von der Regie, es war kein Spaß. Wir müssen wirklich D, Maus Popo einloggen. Tut mir leid. Aber der ist wahrscheinlich auch sehr streichzart. So, wir kommen zur nächsten Frage. Bei der Morgentoilette fahren viele mit einem Fahrrad durch die Kniekehle, Mofa durch die Armbeuge, Roller durch die Achselhöhle oder mit dem Go-Kart durch die Speckfalte. Paul. Die Frage, ey. Das ist wieder Bitte, 3. Ja, mit Mofa durch die 2. Armbeuge wahrscheinlich. Okay, wir loggen ein. B. Leider falsch. Falsch. Natürlich mit dem Roller durch die Achselhöhle. Ja. Ach, den Deo-Roller. Ich Ja. war beim Stuhlgang, Mensch. Ja, nein, ich auch. nein, leider Also, nein. denk mir so, morgen Toilette. So, wir kommen zum vierten Spiel, den Schnüffeltest. Freundlicherweise hat uns das ganze Team alte Wäsche zur Verfügung gestellt, die ihr dann in Person zuordnen müsst. Nein, natürlich, kleiner Spaß. Wir sehen schon hier im Hintergrund, welche Geruchssorten ihr alle erschnüffeln müsst. Poi. Ich hab den immer noch in der Nacht. Ja. So, der nächste Duftbaum. Ach, scheiße, Marvin. Obwohl, egal, warte, wenn ich gleich absetze, finde ich die schon. Beide möchten die Zitrone. Wenn es Zitrone ist, war der echt gut, finde ich. Der riecht nach Zitronenschale und nicht nach diesem Klo-Zitronenduft, finde ich. Also der war... Es ist leider Orange Juice. okay. Gute Zitrone. Ist auch eine Frucht. So, leider kein Punkt für niemanden von euch. Wir kommen zum nächsten Duftbaum. Entschuldigung. Alter Vater. Beige, Grau, Rot. Aber beige ist nicht gleich beige. In diesem Spiel zeigen die Kandidaten, dass sie ein Gefühl für Farben haben. 27 Grundfarben stehen zur Verfügung. 3 Farben gilt es anzumischen. Werden wir uns gleich angucken, welche. Und die Zeit rennt. 6 Minuten Zeit habt ihr, um die richtige Farbe richtig anzumischen. Ihr habt noch 50 Sekunden ab jetzt und dann komme ich nach vorne und dann muss die Farbe passen. Und Paul, du bist der Innenraumkönig. Ihr saut aber auch um hier, Jungs, ne? Ja, Zeitdruck. 6 Minuten. Aber das fordert euch, ne? Kann das sein? Ja. Paul Habt ihr benutzt, das zum Ding Beispiel, so Paul gut? benutzt zum Beispiel viel mehr Schwämme als Nico. Ja, ist auch ein bisschen unaufgeräumter bei ihm, muss ich Ja. sagen. Ja, Lackierer, wir Nico kennen ist sie, ein wir bisschen- kennen sie alle, ne? Nico ist ein bisschen sortierter vom Arbeitsplatz her. So, wie gesagt, fürs nächste Spiel in Zusammenarbeit mit Jochen Schweizer wird es jetzt hoch hinausgehen. Kleiner Spaß. Wir bleiben natürlich hier. Ein Treffer. Ah, war schon nah dran, ja. Oh, da haben wir gewonnen.
war hervorragend. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und mit euch beiden auch. Auch danke von meiner Seite ans ganze Team. Danke an Mo, der sich so eine verrückte Show hier ausgedacht hat. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen.